Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ja, ihr habt sicherlich mitbekommen, in den USA ist noch eine Menge passiert in den letzten Tagen. Und zwar wurde der neue US-Präsident gewählt. Ja, der neue US-Präsident wird Joe Biden. Am 20. Januar wird er dann vereidigt und naja, wir gehen erstmal davon aus, dass es so kommen wird, denn die Wahlen hat er soweit gewonnen. Trump will und wird dagegen gerichtlich vorgehen. Wir schauen mal, was dabei herauskommt. Zum jetzigen Stand ist es allerdings so, dass Joe Biden gewonnen hat und am 20.01. dann neuer US-Präsident wird und somit der 46. glaube ich. Was wird sich dann für Kuba verändern? Nun, Joe Biden möchte dort ansetzen, wo Obama bereits angefangen hat. Das heißt, die Arbeit, diese Annäherung USA und Kuba werden weiter verfolgt. Man rechnet damit, dass auch die ganzen Maßnahmen gegen Kuba, die ja im wöchentlichen Rhythmus tatsächlich teilweise auch stattfanden, dann ja wieder zurückgefahren werden. Es wird sich zeigen, was sich jetzt letztendlich auch hinsichtlich aktuellen Änderungen tun wird. Als Beispiel Western Union, ne, also das Senden von Geld nach Kuba aus Amerika, aus den USA, ist zurzeit nicht mehr möglich. Vorher war es noch mit Western Union möglich. Von daher wird sich zeigen, was sich da tun wird. Ich bin gespannt. Nun wissen wir aber auch, Joe Biden ist nicht der Jüngste und es wird auch davon ausgegangen, dass er vielleicht im Laufe seiner Amtsperiode das Amt niederlegen wird und dann die Vizepräsidentin Kamala Harris sozusagen übernehmen wird. Und damit hätten wir dann tatsächlich die erste Frau als Präsidentin. Und, also was heißt wir, die USA. Aber ja, ich bin echt gespannt und wir werden sehen, was sich da jetzt daraus ergibt in den nächsten Monaten. Tatsächlich zum 20.01. werden wir Näheres erfahren, beziehungsweise dann im Laufe des nächsten Jahres. Und bis dahin, jetzt stört meine Katze. Bis dahin ja, werden wir mal sehen, was sich letztendlich tut. Ob Trump noch ja, weitere Einschränkungen umsetzen wird bis dahin oder nicht, beziehungsweise generell, was sich jetzt auf der Seite der USA in den nächsten Monat ergeben wird, was dort stattfinden wird. Hoffen wir mal, ja, nicht allzu viel Negatives. Ja, was Biden primär machen möchte, ist zunächst erstmal gegen die aktuelle Gesundheitssituation vorgehen, also wie die USA sich gegen Corona aufgestellt hat. Das ist das primäre Ziel. Danach geht es dann eher in Richtung ja, die Schere, die jetzt in den letzten Jahren immer größer wurde zwischen Arm und Reich in den USA, dass dort halt die Spaltung sozusagen der USA dort entgegengewirkt wird. Wie das passieren wird, gut, dazu hat man sich jetzt nicht groß geäußert, aber auch da bleibt es spannend. Aber uns interessiert natürlich in erster Linie die Verbindung zu Kuba, ne, und was da dann schlussendlich passieren wird. Ja, ansonsten Kuba selbst hat sich ja jetzt immer weiter geöffnet wieder, auch touristisch gesehen. Punktuell sind hier und da noch ein paar Sachen wieder zurückgefahren worden, beziehungsweise wir haben ja den 3-Phasen-Plan soweit mal erläutert gehabt und manche Bereiche sind halt wieder so ein bisschen zurückgefahren. Das heißt, Transporte gehen teilweise nicht, dann wieder ja. Also es ändert sich halt wöchentlich oder im wöchentlichen Rhythmus. Schlussendlich bleibt aber festzustellen, der Tourismus ist angelaufen. Die ersten Flieger sind in Kuba gelandet, auch seitens Deutschland sind die ersten Flieger in Kuba gelandet. Und ja, mal sehen, wie es jetzt in den nächsten Monaten weitergeht. Auch meine Frau und ich überlegen halt demnächst mal rüber zu fliegen, allerdings nicht dieses Jahr. Also im Laufe des nächsten Jahres, sofern sich die Situation stabilisiert, wobei die Situation dann eher auf Europaseite gemeint ist, weil hier die Fallzahlen natürlich stark ansteigen und man weiß halt nicht,
ob halt wieder ein Einreisestopp für Nicht-Europäer oder Ähnliches ausgerufen wird, beziehungsweise ja, Luftverkehr generell irgendwie weiter eingeschränkt wird. Man weiß es nicht. Ne? Von daher gucken wir, wie sich hier die Situation ändert, beziehungsweise stabilisiert, um da so ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Ja, das sozusagen erstmal für den Moment, wie die Situation aussieht. Aktuellste Meldung war nun mal ja, die Präsidentschaftswahl in den USA. Joe Biden hat gewonnen. Ich für meinen Teil bin so froh damit, denn Trump war ja, lange Zeit genug an der Macht und von daher gilt es jetzt wieder dort einige Schäden wieder ja, auszumerzen. Das für den Moment. Danke fürs Zuschauen. Danke für ja, das Interesse an meinem Video. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen und liken. Ansonsten gerne auch ein Abo, würde mich freuen und würde auch diesen Kanal weiter pushen. Von daher, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.